Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu diesem neuen Video. Ich bin schon wieder direkt on fire, also wundert euch nicht, wenn ich schon wieder fast ausflippe hier. Denn wir leben gerade, ihr wisst es ja selber, in sehr spannenden Tesla-Zeiten. Bei Tesla bewegt sich zurzeit aktuell richtig viel. Und zwar, worum geht es eigentlich genau? Wir hatten vor 3 Wochen die Gigafactory in Europa eröffnet, nämlich in Berlin-Brandenburg. Da waren wir auch dabei, das war mega, das war ein Riesenschritt schon für Europa in der Tesla-Welt. Und jetzt geht es weiter in Austin in Texas. Dort wurde nämlich gestern Abend die Gigafactory eröffnet und vielleicht haben es die einen oder anderen von euch mitbekommen. Dort wurde schon direkt im Vorfeld gesagt, da laufen die 4680 Zellen, die ganz neuen vom Band. Und es war ein Mega-Event, das kann ich euch schon sagen. Wir sprechen direkt gleich mal drüber. Entspannt euch und ich kann euch Insider-Infos geben zur 4680, was wirklich auf dem Event leider sehr wenig rüberkam. Aber dank der User, die dort auf dem Event waren, können wir jetzt ein bisschen abschätzen, welchen Einfluss die 4680 Zellen haben. Bleibt dran, entspannt euch und nach dem Intro geht's los. So Leute, was ist denn gestern Abend dann überhaupt passiert? Ich fange mal von vorne an, dass ich euch ein bisschen abholen kann. Und zwar, gestern Abend war ein riesiges Event wieder. Ich habe es mir schon angeguckt, es ist wieder total krank gewesen. Und zwar wurde nämlich die Gigafactory in Texas eröffnet, in Austin. Und im Prinzip, ich lasse es im Hintergrund mal laufen. Wir sehen jetzt hier von Nevada noch Einblendungen, aber weiter hinten ist noch Shanghai. Ihr seht jetzt Shanghai und dann kommt Texas. Hier, das ist jetzt Texas. Schaut es euch an im Hintergrund. Ich erzähle ein bisschen dazu. Und zwar, was ist überhaupt passiert? Der Elon Musk und der Franz von Holzhausen war auch teilweise dabei, gerade beim Cybertruck. Die haben im Prinzip die Gigafactory eröffnet. War ein Riesen-Event. Die Mitarbeiter waren wieder dabei. Es waren sehr viele Fahrzeuge da, die Tesla auch eingeblendet hat, vorgestellt hat. Da war auch der Roadster teilweise. Cybertruck haben sie auch viel zu erzählt. Da ist dann nächstes Jahr auch die Produktion, die am Band läuft. Und was nicht so viel erzählt wurde, was einfach enttäuschend auch ein bisschen war das zur 4680. Da haben ja viele drauf gewartet. Ich bin vielleicht ein bisschen zu sehr gehypt zu dem Thema, muss ich echt sagen. Weil ich denke, das ist eine Wunderbatterie. Auf der anderen Seite muss man auch realistisch sein und sagen auch, dass es den größten Mehrwert hat einfach Tesla. Ich meine, mit der Energiedichte, die erhöht wird und alleine, dass die Produktionskosten gesenkt werden und so weiter, das erspart, glaube ich, eher Tesla. Dem Endkunden ist es wohl, es wird jetzt, anders gesagt, es wird jetzt nicht so sein, dass wir jetzt erwarten, dass jetzt auf einmal ein Long Range, egal Model 3 oder Model Y, 1000 Kilometer fährt oder sowas. Also das wird nie passieren. Das ist auch überhaupt nicht in der Intention von Elon. Das hat er schon öfters gesagt, dass, ich sag mal, 300, 400 Meilen reichen für den Durchschnittsbürger dicke aus. Und da hat er auch recht, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem kribbelt so ein bisschen, was hat es jetzt mit der 4680 auf sich? Und da kam in dem Event leider nicht viel rüber. Ich kann euch nicht mal sagen, ob überhaupt da wirklich die ersten Model Ys ausgeliefert wurden. Weil davon hat man in den Stream jetzt ja auch nicht viel gesehen. Fakt ist aber, das Event so, dieses amerikanische, wieder dieses aufgeblasene, geile Hype-Thema, war extrem vertreten. Wir haben eine riesen Drohnenshow bekommen. Ich kann ja mal ein bisschen vorspulen. Dann hier wurde die nochmal bei Nacht gezeigt, genau. Und dann geht's los mit der Drohnenshow. Ich lasse die einfach mal laufen im Hintergrund. Also man muss sagen, dieses on fire bringen, diese amerikanische Mentalität einfach, dass man sagt, hier, ihr habt Bock drauf, dort zu arbeiten, ihr habt Bock drauf, Power zu geben und auch diese ganze Community damit zu reißen, das ist einmalig, das ist ähnlich wie bei Apple, kann ich fast sagen. Davon können die deutschen Konzerne sich einiges abschauen. Das muss man echt sagen. Guckt euch das doch mal an hier im Hintergrund. Das ist doch absolut Epicness, oder? Wie hat Elon Musk gesagt zum Tesla Cybertruck? It's gonna be epic. Also das Ding wird auch richtig eine Granate. Ich bin sehr gespannt. Aber wer sich sowas alleine hier einfallen lässt, dann mit diesen ganzen... Auch der Elon Musk alleine kam mit einem Hut, mit einem Cowboy-Hut, einer Sonnenbrille, so richtig badass. Also es war einfach tolle Sache und ich finde diesen Spirit einfach toll. Das vermisse ich manchmal echt bei uns in den Konzernen, kann ich nicht anders sagen. So, Fakt ist, hier war dann noch die Lichtshow, genau. Und dann ging es im Prinzip los, nochmal das kennt ihr auch von unserer Gigafactory. Wir haben auch so ein Video mit DJI gehabt, wo dann nochmal gezeigt wurde, wie Stanz wird. Und ihr müsst auch wissen, dass hier in der Gigafactory Berlin direkt
das Model Y zum Beispiel mit 3 Teilen kommt. Das heißt, wir haben Front Casting, wir haben Rear Casting und in der Mitte dann das Battery Pack. Das heißt, wir haben wirklich nur noch 3 feste große Bauteile. Und das macht natürlich die Produktion wieder einfacher. Ihr seht ja auch, wie es alles wieder abgeht. Oh, was war das? Seht, das ist Tesla. Da habt ihr es gerade gesehen. Das ist Tesla einfach mit einem Stier vorne dran und gib ihm einfach. Das liebe ich. Das ist genau das, was ich liebe. Ohne Mist, Leute. Das ist on fire. Und hier seht ihr schon Elon Musk. Dieses T-Shirt, was der da anhat, das will ich haben. Leute, wenn ihr wisst, wo ich das bekommen kann, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich will dieses, das ist im Prinzip der Bundesstaat Texas mit diesen Neonfarben da dran. Ich liebe das, ohne Mist. Hier seht ihr auch Model Ys und so. Wie gesagt, am Ende kam dann sogar noch der Franz von Holzhausen auf die Bühne. Da ging es dann wieder los. Hier ist er doch, genau, guckt es euch an. Guckt mal, wie groß der Cybertruck bitte ist. Was ist das für ein Koffer? Mensch, Mann, das gibt's ja nicht. Da kann ich euch auch sagen, Seitenspiegel sind jetzt hier nicht dabei, doch sind dabei in der Version, genau. Die Heckscheibe ist in dem Entwicklungsstadium, wie sie ihn jetzt haben, auch herunterfahrbar. Und was habe ich irgendwo gelesen, dass der Ladeport im Prinzip in der Nähe vom Radkasten sein muss. Und außerdem habt ihr jetzt vielleicht darauf geachtet, dass die Türen vom Cybertruck keine Öffner mehr haben. Ich weiß, seht ihr hier auch. Ich weiß nicht, wie sie das dann lösen wollen, ob das dann mit Erkennung funktioniert oder so. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Auf jeden Fall, Tesla ist wieder on fire. Ich liebe es einfach, ohne Mist. Fakt ist aber, wir wollen ja Daten wissen zu den 4680 Zellen. Und da kam wirklich wenig rüber. Ich habe aber durch einen User, oh hier, wie sie alle mit den Handys filmen, guckt euch das mal an. Das ist der Hammer. Ich habe aber durch einen User erfahren, beziehungsweise ein Video gesehen, wo er in ein Model Y, was an der Gigafactory ausgestellt wurde, eingestiegen ist. Und das soll die neuen Zellen drin haben. Jetzt zeige ich euch mal. Ich pausiere hier mal und springe dann mal zu meinen Aufnahmen. Und zwar habe ich nicht gleich schon heute Morgen eine Insta-Story gepostet dazu, weil es ja wirklich auch viele interessiert. Und zwar, ich klicke mal hier rein, dann sehen wir das im kompletten Bild. Der User ist dort eingestiegen, ich kann es ja mal laufen lassen, dann seht ihr es im Hintergrund. Der User ist dort eingestiegen und das Phänomen war erstmal direkt, dass es, also meine Impression war, dass das Model Y Long Range die 4680 Zellen bekommt. Es ist aber nicht so, Leute, es ist nicht so. Denn dieses 4680 Modell heißt Model Y Standard Dual Motor. Das bedeutet im Prinzip wie ein Standard Range, bloß nicht nur Heckantrieb, sondern auch ein Frontmotor wie ein Long Range im Prinzip. Und hat dementsprechend auch die 4680 Zellen, hat einen AMD Ryzen Prozessor drin, das habe ich jetzt schon gesehen in den Aufnahmen. Und Fakt ist auch, wenn wir jetzt nochmal, ich habe noch eine andere Sequenz, die müsst ihr euch vielleicht vorab erstmal anschauen. Er ist hier eingestiegen, seht ihr auch hier. Und dann hat er erstmal gezeigt, kurz. Und dann ging er nämlich oben auf die Anzeige vom Verbrauch. Ich mache mal kurz Pause. So, wir haben hier 19% und 53 Meilen. So, das ist eine wichtige Kennzahl. Ich habe die in der nächsten Story hier nämlich mal nochmal aufgeschrieben. Wartet, wir springen nochmal rein. Da seht ihr, ich mache mal Pause. 19%, 53 Meilen. Das sind umgerechnet, habe ich euch direkt umgerechnet, 85 Kilometer. So, das ist eine Displayanzeige. Das hat jetzt nichts mit WLTP oder EPA zu tun. Das bedeutet, wenn wir hochskalieren auf 100%, dann sind das umgerechnet nämlich 278 Meilen. Und das wären 447 Kilometer, Leute. Bei einem Standard Range, also bei der kleinsten Version. Was habe ich hier noch hingeschrieben? Genau, das Model Y zeigt 510 Kilometer an. Also mein Model Y Long Range zeigt 510 Kilometer an im Display und hat WLTP-Werte von 533 Kilometer. Das können wir ja gerade mal gucken im Konfigurator. Hier seht ihr, das ist mein Model Y Long Range, also maximale Reichweite, und das hat WLTP-Wert von 533 Kilometer. Und wenn man jetzt überlegt, ich klicke nochmal hier rein, wenn man jetzt überlegt, dass dieses Model Y Standard Range Dual Motor im Prinzip 447 Kilometer im Display hat, dann schätze ich ganz einfach, das wären 447 Kilometer im Display, genau, wären 470 Kilometer WLTP. So. Das beißt sich schon fast mit dem Long Range. Das bedeutet im Umkehrschluss, also meine Prognose ist einfach, dass wir doch, muss einfach passieren, einen ordentlichen Zuwachs an Reichweite bekämen im Long Range und Performance. Weil, jetzt mal im Ernst, warum sollte ich mir dann noch einen Long Range kaufen, wenn ein Standard Range
schon die Reichweite hat in Model Y. Im Model Y. Wir reden nicht vom Model 3, wa? Wir reden vom Model Y. Und das ist schon echt bemerkenswert. Wir müssen abwarten jetzt, wie die Ladekurve ist. Also ich denke mal, in den nächsten Tagen jetzt werden einige User, die vielleicht jetzt einen bekommen, dann ja, Ladekurven testen. Die Amis werden da, denke ich mal, der Vorreiter sein auf jeden Fall. Fakt ist aber, dass dieses neue Battery Pack Tesla viele Benefits gibt, viele Vorteile. Alleine schon die Einsparung der Kosten, dann, dass im Prinzip weniger Batterie benötigt wird, um die gleiche Reichweite zu erhalten, wie zum Beispiel mit den LG-Zellen oder Panasonic-Zellen. Und ich bin trotzdem sehr gespannt, wo das mit den 4680 noch hinführt. Aber hier haben wir schon mal eine erste Prognose. Das Standard Range hat im Prinzip WLTP, sagen wir mal, 470 Kilometer. Mein Long Range mit LG-Zellen hat WLTP 510 Kilometer. Und da ist das Gap dann wirklich schon nicht mehr allzu groß. Das bedeutet, ich vermute mal stark, dass mit den 4680 Zellen im Long Range dann irgendwann wir in der Reichweite sind von 580 Kilometer oder ja, fast schon 600 Kilometer WLTP. Ist meine Prognose. Wir sind sehr gespannt, wo sich das alles noch hinführt. Was habe ich mir denn noch aufgeschrieben, so als kleine Teaser? Ja, genau, der Cybertruck wurde stark angepriesen, wird nächstes Jahr kommen. Ist gerade für Texas, denke ich, interessant. Da ist der F-150 von Ford eine Konkurrenz oder der Ram. Und ja, wenn er hier in Deutschland kommt, vielleicht drücke ich auch den Button dann zum Kaufen, weil ich finde die Karre einfach geil. Sie muss auch ein bisschen kleiner sein. Also ihr habt es gerade auch gesehen in den Aufnahmen, ist einfach zu wuchtig. Und wir lassen uns überraschen, Leute. War nur ein kleiner Teaser. Heute Abend kommt dann noch das Video zum Ambient Light. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Alles in allem wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Halt die Ohren steif und macht's gut. Ciao.